Jetzt zeige ich Ihnen anhand von einem Schachset, wie das Drucken von mehreren Teilen funktioniert und auch einen Fehlerfall. Das Schachset besteht aus mehreren Teilen, hat einen Rahmen, hat zwei Farben und hat mehrere Teile gleich. Daher eignet es sich gut für dieses Beispiel. Jetzt ist es so, wir gehen wieder auf Neue Datei auswählen. Diesmal verwenden wir die URL-Funktion. So, wir lassen uns jetzt den Rahmen. Das heißt, wir kopieren die Adresse des Links, das heißt, dann brauchen wir die Datei nicht runterladen. Jetzt setzen wir diese Datei hier ein und laden den Teil runter. Load in the Viewer. Dieser Teil ist noch nicht übersetzt. So, dieser Teil ist sehr groß, deswegen dauert das auch eine Zeit, weil im Hintergrund werden die Dateien hochgeladen. Sie sehen jetzt die Datei. Jetzt wählen wir Printertyp Ultimaker 3, der auch ein Standard-Drucktyp ist. Und jetzt drücken wir auf Speichern. Sie sehen, diese Datei würde 8 Minuten 10 in dem System brauchen. Und so gehen wir jetzt Schritt für Schritt vor mit allen Dateien, die wir drucken wollen. Wir drucken zum Beispiel noch die Schachfiguren. Hier Download. Jetzt habe ich aus Versehen Download gedrückt. Das heißt, hier die Datei kopieren. Hier die Datei einsetzen. Hier kontrollieren. Dann Download. Und wir haben eine Fehlermeldung bekommen. Aus irgendeinem Grund ist es nicht möglich, diese Datei zu laden. Dann müssen wir den Umweg gehen, dass wir die Dateien, so wie ich es hier gemacht habe, herunterladen und dann von unserem System hereinladen. Sprich jetzt, nehme ich die Datei, wie vorher im ersten Beispiel, ziehe sie herein und wir können uns jetzt die Figuren ansehen. Wenn wir jetzt einen Printerdrucker aussuchen, der technisch das gar nicht drucken kann, wie zum Beispiel der Mini, und ich jetzt auf Speichern drücke, dann versucht das System, diesen Drucker zu drucken. Es wird aber zu einem Fehler kommen. Das heißt, wir werden dann diesen Teil auf dem Drucker nicht drucken können, weil es sich einfach physisch nicht ausgeht. In so einem Fall ist soweit nichts passiert. Einfach den Drucker auswählen. In der Beschreibung der Drucker steht ja, wie groß die Druckflächen sind. Und wir rechnen das Ganze neu. Sie sehen jetzt, unten ist immer das Neueste, oben ist das Älteste. Wenn man nicht auf Sortieren drückt, das ist jetzt gequeued. Und da die Datei relativ groß ist, dauert es etwas länger, diese Datei zu laden. Im Hintergrund passiert gerade die Berechnung. Okay. So, jetzt laden wir die Ziegel, also das Feld via Link zurück. Das heißt, wir speichern den Link. Wir gehen auf Datei auswählen, Load vom URL. Hier kopieren wir den Link herein. Wir gehen auf Download. Also sehen, momentan geht hier nur ein Modell. Es dürfen hier nie zwei Zeilen sein. Load the Model in the Viewer. Sie sehen jetzt hier einen einzelnen Teil. Wir wählen wieder den Ultimaker 3 aus. Die Farbe ist uns nicht egal. Wir wollen schwarze Ziegel drucken. Den Rest brauchen wir nicht. Wir brauchen keinen Support. Wir brauchen auch keine Festigkeit. 20% Infill ist ausreichend und das System rechnet. Von vorhergehenden Figuren
Sie sehen die Figuren schwarz oder weiß. Haben wir hier, dauert 6 Stunden und 1. Und Sie sehen 3 Minuten 37 dauert so ein Ziegel. Wir haben vorher vergessen, die Farbe anzugeben. Das wollen wir auch in schwarz haben, sind jetzt die schwarzen Figuren. Und hier wird das Ganze noch einmal gecued.